Rosenmontag in Mainz. Ohne bunte Fastnachtswagen nicht vorstellbar. Um so einen zu bauen, braucht es erstmal viel Zeit, mehrere Monate und jede Menge Arbeiten aus Holz, Stahl und Styropor. Es ist Herbst 2019 und hier in der Wagenhalle in Mainz-Mombach schauen wir zu, wie der Fastnachtswagen für den Fußballverein Mainz 05 entsteht. Dieter Wenger hat die Entwürfe am Computer gezeichnet. Bald 60 Jahre ist er der Wagenbauer von Mainz, der die Fastnachtswagen für den Rosenmontagszug umsetzt. Letztes Jahr ist er 80 Jahre alt geworden und noch immer voller Tatendrang und Ideen. Und er hat unendlich viel Erfahrung mit der Konstruktion eines solchen Wagens. Wenn die erste Zeichnung fertig ist, ist der nächste Schritt, dass wir dann an den Grundriss dran gehen, wie groß, wie was wird, wo wird die Toilette eingebaut, wo steht Stromaggregat und Garderobe und was so alles kommt. Dann muss die ganze Statik natürlich stimmen. Hier sind die Pläne, wie die Brücke unten stabilisiert ist, damit da alle auch mal drauf einen Samba tanzen oder hüpfen können. Und danach den Plänen wird dann entsprechend die Eisenkonstruktion umgestaltet und gebaut. Und dann kommt, wenn alles im Eisen steht, die Verkleidung drum. Und fertig ist der Wagen. Damit beginnt alles. Ein rostiges Drehkreuz samt Achse eines alten Anhängers. Alles andere entsteht per Handarbeit und Handwerkskunst und soll dann später mal so aussehen. Oh, da vergehen Wochen und Monate drüber, bis der letzte Pinselstrich daran getan ist und wo ich dann wirklich sagen kann, ich bin zufrieden, ist alles in Ordnung. Er kann abgestellt werden und am Rosenmontag draußen laufen. Das fängt an mit dem Stahlunterbau, dass die Schlösser dann dran kommen, dann kommen Holzarbeiten dran, Bildhauerarbeiten. Und wenn die gemacht sind, kommen viele Hände, die das Ganze kaschieren. Dann kommen die ersten Farben drauf. Das sind die Malergruppe, die dann wieder dran arbeitet. Und letztendlich kommt Lack oben drüber. Und dann hoffe ich, dass wir nichts vergessen haben. Das ist schon ein Haufen Arbeit. Fängt, wie gesagt, am Anfang mit der Grafik an, dass wir die Bilder machen, bis zum Pinselstrich, bevor er vorne zum Tor rausfahren kann. Die Sitzplätze sollen bequem sein, also von der Kaufsache. Das ist, was es werden soll. Okay. 2 Figuren, die wir einzeln machen. Stange mit Fahne machen wir nachher separat komplett weg. Ein geschliffenes Messer hast du auch. Genau. Fang an, leg los. Okay. Fans des Fußballvereins stellen die beiden Figuren dar, die der Bildhauer Michael Alexandrow jetzt in Styropor schnitzt. Zunächst zeichnet er die Umrisse des ersten Teils auf einen Styroporblock. Insgesamt 40 Blocks braucht er für den Wagen. Aus diesem soll ein Fuß mit Schuh für die weibliche Figur werden. Wichtiges Werkzeug für die Styroporverarbeitung ist der Glühdraht. Eine Schutzmaske ist nötig, weil beim Schneiden giftige Dämpfe entstehen.
Plastizität erhält das Werkstück dann per Hand mit einem scharfen Messer. Das Material lässt sich ganz leicht bearbeiten, ohne viel Kraftaufwand. Es dauert ca. 2 bis 3 Wochen, bis die Figuren fertig sind. Parallel dazu finden die Schweißarbeiten für die Aufbauten des Wagens statt. Gerade hat Albin Hartmann die Eisenstangen abgemessen und schneidet sie jetzt auf die passende Länge. Er ist seit 30 Jahren beim Wagenbau dabei und für die Schweißarbeiten zuständig. Und das macht er immer noch mit Leidenschaft, obwohl er schon längst im Rentenalter ist. Die Achse und das Drehkreuz sind mittlerweile vom Rost befreit. Obendrauf ist ein stabiler Boden aus Querstreben entstanden. Die Streben, die Albin gerade schweißt, gehören zu den Bonbonkästen an den Außenseiten des Wagens. Sie sind für das sogenannte Wurfmaterial, also die Bonbons. Und die sind vor allem für die jungen Zuschauer des Zuges immens wichtig. Mittlerweile sind die überlebensgroßen Figuren fertig geschnitzt. Die Einzelteile verbindet der Bildhauer Michael mit Bauschaum. Bis das Material getrocknet ist, fixiert er es noch mit Metallstiften. Exakt wie auf der Vorlage sieht die Figur des weiblichen Fans aus. Die Schweißarbeiten am Wagen nehmen ca. 3 Wochen in Anspruch, in der Albin an die 2 Tonnen Eisen verarbeitet. Schraubzwingen halten die Teile in der Position zum Schweißen. Auch wenn der Wagen später nur mit sehr geringer Geschwindigkeit durch die Straßen fährt, und das höchstens 2-mal im Jahr, muss alles sehr exakt und vor allem stabil gearbeitet sein. Er macht die Bonbonkasten und dazwischen fehlt uns noch eine Stange, die wir reinsetzen müssen. Und in die Bonbonkasten kommt halt das ganze Wurfmaterial, was während dem Zug praktisch von den Wagen aus verteilt wird. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung, die nicht fehlen darf auf dem Wagen. Nun werden die Böden eingezogen, auf denen die Styroporfiguren sitzen sollen. Bei jedem Arbeitsschritt kontrolliert Dieter Wenger, ob auch alles an der richtigen Stelle montiert wird. Denn bei der Platzierung kommt es darauf an, dass die Figuren weder den Durchgang blockieren noch zu hoch sind. Noch ein bisschen, noch so, jawohl, gut, stopp.
Vielleicht kann man den Sitz hinten noch ein bisschen vom Rücken frei machen. Vielleicht noch so 10 cm nach, nur der Sitz nach, ja, okay, gut. Meter 40 haben wir hier als Maß, wobei wir noch so ein bisschen den Spielraum drin haben. Wir halten die Höhe ein. Es könnte, wenn Schnee oder was auf den Leitungen von der Straßenbahn liegen oder was, sich die mehr durchhängen oder was, damit da nichts passieren kann. Deshalb risikofrei halten wir die 4,40 Meter auf jeden Fall ein. Die Figuren sind jetzt noch zu hoch. Schnell entschlossen lässt sich Dieter Wenger etwas einfallen. Gleich der nächste. Die Sitze lassen, jetzt zweigeteilt, in der Mitte Platz für die Figur, die dann um einige Zentimeter nach unten rutscht. Aber es reicht immer noch nicht. Und der heiße Draht muss noch mal ran. Es geht um jeden Zentimeter. Das sind 9 Zentimeter. Ja, 10 cm. Aber das können wir jetzt an der Mütze machen. Da haben wir jetzt genug Spielraum. Wir kontrollieren aber trotzdem noch mal die andere Figur, wie hoch die ist. Jetzt richten wir sie gerade noch mal aus, damit wir wissen, wie die Stellung von den Figuren ist. Und dann können wir anfangen mit Bohren. Okay? Nee, wir machen die nur unten die Markierung, wo wir die Stange nach oben machen. Nee, von unten können wir dann. Da machen wir ein Loch rein. Ja, wir müssen die Figuren jetzt mit Eisen verstärken. Das heißt, in die ganze Konstruktion muss Eisen rein. Und die sollen sich natürlich nicht von ihrer Stelle mehr bewegen können. Das heißt, wir bohren jetzt Löcher hier in die Grundplatte, dann ins Styropor rein und dann schieben wir erstmal Eisenstangen rein. Die werden verschollen und daran kommen dann die Arme und so weiter, die Verbindungen, dass die einzelnen Teile, auch die Beine nach vorne stabil werden. Viel Widerstand bietet das Material nicht, dafür verursacht es aber ein riesiges Schneegestöber. Albin Hartmann nimmt es mit heiterer Gelassenheit. Von oben muss jemand dagegenhalten, damit die Figur auf ihrem Platz bleibt, bis der Bohrer durchkommt. Von unten schiebt Albin dann eine Stange durch, die er anschließend an der Querstrebe des Wagens verschweißt.
Kaum sitzen die Figuren halbwegs ordentlich auf dem Wagen, geht es ihnen auch schon wieder an den Kragen. Um die Metallverstrebungen anzubringen, sägt Albin die Figur an mehreren Stellen kurzerhand wieder auf. Durch alle Gliedmaßen bohrt er Löcher bis zur Mittelachse. Dort hinein kommen Metallstreben, die er an der Mittelachse verschweißt. Sozusagen eine Operation am offenen Herzen. Weiter geht es mit den Holzarbeiten. Auf allen 4 Seiten bekommt der Wagen Holzverkleidungen. Mit Hilfe der Stichsäge wird das filigrane Motiv ausgesägt. Auch hier wieder jubelnde Fans, doch diesmal nur als Umriss. So soll es dann später aussehen. Die erste Seite ist schon fertig und wird angepasst. Später kommt noch eine farbige Holzplatte darunter. Aber jetzt geht es erstmal um die Ecklösungen. So machen wir es. Das machen wir als erstes jetzt, dass wir da den Schnitt machen. Richtig. Und dann nehmen wir mal da hinten einfach die Seitenwand, hängen die mal dran. Dann haben wir nämlich genau das vor der Kante. Genau. Dann können wir es da Adam Kaminski braucht jetzt viel Geduld. Er muss alle Schnittkanten mit Schleifpapier glätten, damit keine rauen Grate übrig bleiben. Toni Sensale schneidet die fertigen Seitenelemente auf die passende Länge. Das Motiv soll um die Ecke weiterlaufen. Dafür passen sie gleich die nächste Seite an. bis dahin, ja, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommen wir hier runter. Genau. Dann
machen wir Folgendes, dann schneiden wir das später hier ab. Hier ab und gehen hier rüber. Sodass wir nur das Stück Arm haben, wo wir dann eine Anpassung kriegen. Mittlerweile sind die Styroporfiguren komplett mit Stahlverstrebungen verstärkt worden. Mit Bauschaum verklebt Mirek Kaminski die offenen Stellen so, dass man sie hinterher nicht mehr sehen kann. Mit keinem anderen Material wäre es möglich, noch im Nachhinein so viele Ergänzungen und Verstärkungen einzuarbeiten. Seit Dieter Wenger 1967 das Material für sich entdeckt hat, macht er alle Figuren und Schnitzarbeiten daraus. Mirek Kaminski ist seit 30 Jahren beim Wagenbau von Dieter Wenger dabei und kennt das Material genau. Da sitzt jeder Handgriff. Zwischen den beiden Figuren ist der Einstieg in den Wagen. Deshalb müssen hier noch links und rechts Gitter zur Sicherheit angebracht werden. An manche Stellen kommt man nur von unten dran und muss sozusagen in das Fahrgestell des Wagens klettern. Ganz besonders wichtig ist die Sicherheit des Wagens. Der TÜV kommt immer wieder vorbei, kontrolliert und ist zuständig für die Endabnahme. Nachdem die Figuren verstärkt und die Löcher zunächst grob verklebt wurden, müssen noch die Feinheiten wieder eingearbeitet werden, wenn der Bauschaum getrocknet ist. Bei den Sicherheitsauflagen ist die vordere Achse besonders im Fokus. Hier wird gerade an ihrer Verkleidung geschweißt. Die Reifen werden ausgeschäumt, sodass es keinen Platten gibt und der Wagen womöglich mitten im Zug liegen bleibt. Dieter Wenger ist der Sicherheitsaspekt all seiner Wagen besonders wichtig. Wir haben ja schon mal einen schweren Unfall gehabt mit einem Kind, das da unter die Räder gekommen ist. Und seitdem haben wir die Sicherheitsvorschriften, dass alles bis unten komplett verkleidet sein muss. Und ganz besonders schwierig ist es natürlich vorne an den Wagen, weil zwischen Zugmaschine und dem Fahrzeug ein Zwischenraum entsteht, wo dann ganz schnell mal, wenn ein Ball da zwischenrollen würde, auch ein Kind hinterherläuft. Und der Fahrer vorne auf dem Traktor, auf der Zugmaschine, würde das ja gar nicht mitbekommen, wenn da irgendwas passieren würde. Und deshalb hier sicherheitshalber eine komplette Rundumverkleidung um den Drehkranz, damit uns da nichts passieren kann. Als nächster Arbeitsschritt steht das Kaschieren der Figuren an. Das heißt, die komplette Oberfläche des Styropors wird mit einzelnen Nesseltuchstücken und Tapezierleim verklebt. Dafür braucht der Mitarbeiter ungefähr 8 bis 10 Quadratmeter Stoff und ist mit dem Kaschieren 2 bis 3 Wochen beschäftigt.
Der Nessel gibt natürlich dem Styropor eine unheimliche Haltbarkeit. Das heißt, auch bei Gegendruck, mal angenommen, da würden Bäume oder Äste im Weg stehen, dann hält das normale Styropor, würde abreißen oder abbröckeln. Aber mit der Beschichtung, mit dem Nessel, kriegen wir in sich, in der Figur hier, einen festen Verbund. Und da hält uns natürlich auch toll die Farbe oben drauf. Und wenn dann noch der Lack oben drüber ist, ist das auch wind- und wetterfest. Da brauchen wir uns dann keine Sorgen zu machen, wenn mal wieder ein Sturm angesagt sein sollte. Anstelle des Nessels geht auch Zeitungspapier, also das Prinzip des guten alten Pappmachés, das viele noch aus Schulzeiten kennen. Die Außenwand des Wagens ist angeschraubt. Nun bringen die Mitarbeiter eine farbige Folie auf. Die hat Dieter Wenger anfertigen lassen. Kostenfaktor 60 € pro Quadratmeter. Um die blasenfrei auf den Untergrund zu kleben, braucht es viel Erfahrung und einen Rakel, mit dem Toni Sensale die Luftblasen ausstreicht. Aber es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Die Hand, da ist ein Weißkant. Ja, und das muss im Prinzip, hier ist sie nicht. Ja, und hier ist sie dann, da kommt sie. Da ist dann die Kant. Und da muss das Ganze jetzt ab, muss im Prinzip ein bisschen gezogen werden. Also es ist ein bisschen schräg geworden, das Ganze. Es kann eine Ware sein, die Folie wird es nicht sein. Es ist eine Ware, wo im Prinzip nicht 100% ist. Ist das eine schwierige Aufgabe, die Folie ranzukriegen? Ja. Das sind 1 Millimeter. Muss von hier ein bisschen nach unten. Hier ist ganz gut. Gut, nicht so viel, nicht so viel, nicht so viel. Hier ist es super. Da geht er genau rein. Da fehlt uns gut 1 Millimeter. Auf die Folie kommen dann die Fans im Schattenschnitt. Dafür bekommt die Platte jetzt ihren Anstrich. Die Kanten werden blau, also dunkel, sozusagen als Schattenfuge. Der Rest der Platte bekommt sattes Mainz 05 Rot. Da die Platte aus Vollholz ist und etwas über 5 Meter lang, ist sie entsprechend schwer und unhandlich. Überstehen oder passend? Muss hier drüber stehen oder ist es passend? Hier kommt noch der Abstand. Toni fixiert die Platte mit Holzschrauben.
In den Unterbau der Figuren im Heck des Wagens sägt Toni Sensale Fenster. Da kommen später die Lautsprecher zur Beschallung rein. Mittlerweile haben die Figuren ihre farbige Grundierung bekommen. Um was geht's da jetzt? Die Lautsprecherbox. Nochmal zurück, in dem Moment, wo wir hier rüber kippen, will ich mal wissen, wie viel Abstand da ist. Stoßen wir unten schon an. Jetzt geht's. Jetzt da so. Nee, das ist okay. Gut. So, jetzt müssen wir nur überlegen, dass uns keiner in das Loch fällt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder verkleinern wir es hier, gehen wir hoch, oder wir lassen es so, wie es ist. Nee, hoch gehen wir auf keinen Fall. Dann lassen wir es erstmal so. Dann Okay. machen wir es auf der Seite genauso. Okay. Die Lautsprecher sind wichtig an Rosenmontag, denn jeder Verein möchte natürlich lautstark auf sich aufmerksam machen und gute Stimmung verbreiten. Für all diese nachträglichen Eingriffe in den Wagen muss natürlich die Statik stimmen und sie dürfen die Standfestigkeit in keiner Weise beeinträchtigen. Der Wagen soll ja, anders als die aktuellen Motivwagen, viele Jahre zum Einsatz kommen. Die malerische Ausgestaltung der Figuren braucht das künstlerische Händchen eines Theatermalers, der es versteht, den Figuren die richtige plastische Wirkung zu verschaffen. Dafür ist die Gestaltung von Licht und Schatten entscheidend. Die eingebauten Lautsprecher werden nun auch farblich eingepasst. Ein paar schwarze Flecken an der richtigen Stelle und schon bekommen die Augen Ausdruck. Wie bei einem Bühnenbild ist es wichtig, auf die Fernwirkung zu setzen und bei der Bemalung plakativ vorzugehen. Die Seitenwangen des Wagens bekommen noch blaue Abschlussleisten, die ein Mitarbeiter mit dem druckluftbetriebenen Tacker anbringt.
Mittlerweile ist auch die Fahne von Mainz 05 gekommen, aber leider nicht so, wie Dieter Wenger sich das vorgestellt hat. Das Format passt nicht. Deshalb wird eine Naht aufgetrennt. Jetzt haben wir hier einen Ausschnitt drin und haben eine senkrechte. Unsere Fahnenstange, aber die hat der Fan oben über die Schulter und die hängt hinten gerade runter. Also was soll man mit dem Teil jetzt anfangen? Und jetzt geht es darum zu improvisieren, irgendwas zu erfinden, damit man sie zumindest für einen Rosenmontagszug noch sichtbar dahinterher flattert. Aber das sind halt Probleme, vor die wir immer wieder mal ganz schnell gestellt werden, die uns aber einige Stunden Zeit wieder kosten. Und der Aschermittwoch kommt näher. Die fertigen Wagen bekommen einen Folienüberzug, um sie vor dem Staub in der Halle zu schützen. Auch wir haben ein Riesenproblem hier, das ist der Staub. Da wird noch gesägt, geschliffen und gemacht oder selbst jeder Schritt hier auf dem Boden wirbelt Staub auf. Und wenn man an die Folie geht, da kommt richtig eine Staubwolke hoch. Sie sehen hier, wie es hochfliegt. Also wir hätten dann die Arbeit, alles noch mal abzusaugen und so weiter. Und so können wir die Folie vorsichtig abmachen und nur mal mit dem Lappen noch mal ein bisschen nachgehen. Das hat ein paar Stunden Vorteil, die wir dann noch gewinnen, bevor der Wagen wirklich dann rausfährt. Als letzte Teile wurden die Fahnen ausgesägt, die die Fans in Händen halten. Sie bekommen jetzt ihren Anstrich von Adam Kaminski. Er ist über seinen Vater an den Wagenbau gekommen, der schon seit 30 Jahren für Dieter Wenger arbeitet. Rot und Weiß, die 05er Farben eben. Die entsprechenden Logos hat Dieter Wenger nach Vorlagen des Vereins in der richtigen Größe drucken lassen. Sie müssen so angebracht werden, dass sie mit der Richtung der Fahne übereinstimmen. Auf all solche, auch noch so kleinen Details legt der Chef viel Wert. Und der kämpft immer noch mit der Fahne und deren Aufhängung. Wenn der Platz für gut befunden wurde, können die Logos aufgeklebt werden. Auch hier ist der Rakel hilfreich, um sie blasenfrei zu bekommen. So, nimmt gleich Messer und schneidet aus, dass das schon direkt weg ist. Okay. Jetzt
gerade Rakel fährst du mal über die Kante drüber, dass sie sich andrückt. Die Fahne ist für eine erste Probehängung bereit. Ein bisschen zurück wieder, geh mal ein bisschen zurück, stopp. So, ja. Okay. So, jetzt mach gerade mal oben den Rest noch mal auseinander, wenn sie breiter wird, wie das dann aussieht. Ziehen wir aus allem raus, Ja, dann brauchen wir nicht ja. Ecken Ja, oder ich was. hab grad gedacht, Machen wir. Selbe Moment hab So. ich gedacht, ja. Kannst du wieder runternehmen. Rosenmontag morgens um 8 Uhr. Feuerprobe für den neuen Wagen. Ein alter Traktor, der den Wagen zieht, ist genauso verkleidet wie der eigentliche Wagen. Es geht erstmal zum Aufstellungsort in der Mainzer Neustadt. Dieter Wenger ist schon vor Ort und dokumentiert per Fotoapparat. Sichtlich stolz, dass alles geklappt hat. Immerhin kostet so ein Wagen rund 30.000 €. Die Bonbonkästen sind schon prall gefüllt und auch die Ordner stehen parat, die dafür sorgen, dass kein Kind unter den Wagen kommt, wenn es nach den Süßigkeiten greift. Mittlerweile ist auch die Fußballmannschaft eingetrudelt und hat ihren neuen Wagen in Besitz genommen. Und auch die ersten Fans sind schon vor Ort, um den Wagen zu begutachten, bevor es gleich losgeht oder besser gesagt losrollt. Viele Jahre soll der neue Wagen von Mainz 05 am Rosenmontag in Mainz über die Straßen rollen. Nur dieses Jahr leider nicht. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.